willkommen zurück. Heute ist Samstag, der 18. Februar 2023, Tag 5 hier auf der Werft. Ja, wie sieht es aktuell aus? Man sieht es hier, wie weit die Titanic bereits gediehen ist. Ich bin bei der Box 2, habe die unteren beiden Bauabschnitte erledigt. Heute geht es weiter mit Box 3, weil bei Box 2 würde jetzt der Rumpf, die Rumpfteile an der Seite kommen und damit auch die Bullaugen. Und diejenigen, die jetzt schon länger dabei sind, wissen, ich möchte erstmal die Titanic unten in der gesamten Länge bauen und dann in dem Moment, wo der Rumpf mit den Bullaugen dazu kommt, die Beleuchtung hier von diesem Entschuldigung, das ist das Falsche, hier von diesem Beleuchtungsset Game of Bricks gleich parallel mit einzubauen. Deswegen geht es jetzt heute dann gleich weiter mit Box 3 mit den unteren Bauabschnitten und beim nächsten Mal, da wird es dann auch mal interessanter, weil dann eben parallel zum Bau der nächsten Abschnitte die Beleuchtung für die Bullaugen dazu kommt. Aber zunächst noch mal ein kleiner Überblick, wie weit bisher der Bau gediehen ist. Hier mal eine kleine Schautafel, welche Tüten bisher verbaut wurden aus Box 1, die Tüten 1, 2, 5 und 6 und aus Box 2, 13, 14 und als letztes beim letzten Termin die Tütennummer 21. Aktuell komme ich damit auf eine Summe von 1339 Steine, die bis jetzt verbaut wurden, von angegebenen 9090 hier von der Lego Titanic. Und damit geht's jetzt weiter. Und ich starte wieder die Stoppuhr. Ja, Buch Nummer 2 ist damit jetzt vorerst mal erledigt, beziehungsweise hat mal eine Pause. Lege ich hier beiseite und auch die Titanic, soweit wie sie hier ist, kommt jetzt erstmal hier rüber. Ja, und schon kann ich direkt weiterbauen an den Teilen, die bereits existieren. Und wir kommen zu Box Nummer 3, das Heck. Und auch hier, ich vermute mal, dass es dann die unteren beiden Bauabschnitte sind. Die stehen dann mit heute auf dem Plan. Zunächst brauche ich wieder mein Skalpell, um die beiden Klebestreifen hier zu öffnen. Einmal, zweimal. Ja, und man kennt es jetzt ja schon, wenn ich das jetzt gleich ausschütte, es wird laut werden. Ja, wieder ein Berg voll Tüten mit jede Menge Lego-Steinchen. Und hier haben wir wieder den Umschlag mit dem dritten und letzten Buch. Sonst nichts darin. Gefühlt scheint Buch 3 das dickste von allen zu sein. Zu Beginn wie immer ein paar Bilder von der Original-Titanic, beziehungsweise in diesem Fall hier vom vermutlichen Eisberg, den man damals fotografiert hat. Die Carpathia und auch hier wieder der Brick Separator, also der dritte, er wird, ja, da ist er schon, den dritten Brick Separator 2 haben wir schon.
Ja, hier auf dieser Seite als Vergleich die Größe der Freiheitsstatue in New York zur Titanic. In dem Fall ist es aber die Lego Titanic, die als Vergleich genommen wird, aber trotzdem natürlich die entsprechenden Größenverhältnisse, so wie die echte Titanic damals war, in ihrer Größe im Vergleich zur Freiheitsstatue. Ja, und auch hier auf den nächsten Seiten sieht man wieder die Aufteilung der Tüten auf die einzelnen Teile. Also unser Heck hier besteht aus 2 großen Bauabschnitten wieder zu jeweils einmal 7 Tüten und einmal 9. Und schließlich hier noch 2 Tüten am Ende. Das werden wohl die Masten und die ganzen Kabel beziehungsweise Seile, Drahtseile sein. Früher Drahtseile, hier natürlich keine Drahtseile. Ja, und damit geht es dann gleich los mit dem ersten Bauabschnitt im Heck, mit der Tüte oder mit den Tüten. Es sind wahrscheinlich wieder 2, vermute ich mal. Nummer 29, es geht um den letzten Schornstein und um den Maschinenraum. Ja, zunächst einmal werde ich Tüte Nummer 29 raussuchen und die anderen Tüten hinter mir auf den Tisch legen. Ja, bis dahin unterbreche ich kurz und bin dann gleich wieder zurück. Ja, da bin ich wieder. Alle Tüten, die aktuell nicht benötigt werden, liegen hinter mir auf dem anderen Tisch. Da liegen mittlerweile sehr viele, nämlich alle, die noch fehlen, aus allen 3 Boxen. In Box Nummer 3 war auch wieder etwas lose darin gelegen hier. Diese Plastikstange, dieses Plastikrohr, das war nicht in einer Tüte verpackt. Wir erinnern uns, auch schon in Box 1 gab es diese 3 Röhrchen, die auch lose in der Box lagen, nicht in einer Tüte. Und dieses große Röhrchen lege ich jetzt hier zu diesen anderen 3. Es sind, wie zu erwarten, wieder 2 Tüten und in der großen Tüte ist wiederum eine noch kleinere Tüte drin mit den Kleinstteilen. Werde ich jetzt alle beiden öffnen. Der Block zum Notieren, wie viele Teile jeweils verbaut werden, liegt auch bereit und damit geht es dann gleich los. Kleine Überraschung, dieses Mal waren in der großen Tüte sogar 2 kleine Tüten. Die mache ich aber hier mit dazu in die eine Schüssel. Bisher hat ja noch kein einziges Teil gefehlt. Erfreulicherweise. Im Gegenteil. 20 Teile waren bisher sogar zusätzlich darin, immer diese Kleinstteile, was ganz praktisch ist, falls da wirklich mal was verloren geht. Okay, ich starte mit dem ersten Bauabschnitt von Box 3 von unserem Heck, die Tüten Nummer 29. Und wie immer zähle ich zu Beginn auf jeder Seite, auf den beiden Seiten, wie viele Teile es sind, notiere das Ganze hier, um meine Statistik dann weiterzuführen. Ja, auch diesmal wieder viel Spaß beim Zuschauen und wer bisher immer noch nicht auf den Geschmack gekommen ist oder keine Lust hat, mal selbst zu bauen, vielleicht passiert es ja heute. Ich kann auch sagen, es macht Spaß. Und ja, ich habe schon so ein bisschen Wehmut, wenn irgendwann das Ganze hier fertig ist. Aber na gut, irgendwann ist sie nun mal fertig. Und soll sie ja auch. Ich möchte sie ja irgendwann mal in ihrer gesamten Pracht dann hier auf dem Tisch stehen sehen.
inklusive Beleuchtung und Dampfmodulen. Ich beginne. Ja, wie man gesehen hat, hier jetzt bei dieser Maschine, also was wohl eine Antriebsmaschine darstellen soll, sind jetzt hier in diesem Zylinder 4 Zahnräder und 2 schwarze Pins, von denen man natürlich absolut nichts mehr sieht. Auch irgendwo eine geniale Methode, um die Anzahl der Steine zu erhöhen. Ja, von dem, was hier wieder als kleine Anmerkung in der Bauanleitung steht, handelt es sich hier wohl um einen Stromgenerator. Hier steht auch, dass eben die Stromgeneratoren von der Titanic so viel Stromleistung erzeugen konnten, wie im Durchschnitt eine Strom-Powerstation, Kraftwerk einer Stadt zu der damaligen Zeit. Also auch hier ran sieht man natürlich wieder, wie groß und wie gewaltig die Titanic damals war, wenn eben das
die Stromversorgung, das Kraftwerk in der Titanic für die Stromversorgung genauso viel Strom erzeugte, wie im Durchschnitt eben ein Kraftwerk für eine damalige Stadt. Ja, hier mal wieder eine sehr außergewöhnliche Konstruktion, was auch vor allem die Vielfalt und Außergewöhnlichkeit der Steinchen betrifft. Hier mit Kugelgelenken, hier mit diesen Greifern, also wieder sehr kreativ, sehr fantasievoll und natürlich mit Sicherheit auch funktionell. Ja, damit sind wir auch schon gleich am Ende mit Tüte Nummer 29, genau genommen Tüten Nummer 29. Es fehlen jetzt noch genau 8 Teile.
Ja, damit ist der erste Bauabschnitt im Heck oder vom Heck erledigt. Es waren alle Teile da. Dieses Mal aber auch keine zusätzlichen Teile wie bisher. So, es geht jetzt weiter, oder es würde jetzt weitergehen mit den Tüten Nummer 30. Da sind dann aber jetzt schon wieder die Bullaugen im schwarzen Teil des Rumpfes vorhanden. Und den Teil verschiebe ich ja erstmal nach hinten. Deswegen schaue ich mal, wo es weitergeht, mit welchen Tüten. Ja, ich bin jetzt im Buch da, wo es weitergeht mit dem Stern und Well Deck. Die The Final Section, wie sie auch steht, also am Ende, ganz hinten. Wer den Film Titanic gesehen hat, weiß, da findet zweimal eine berühmte Szene mit Kate und Jack statt. Ja, apropos, ich war jetzt am Montag der vergangenen Woche natürlich auch wieder in Titanic drin. Er kam ja wieder in die Kinos zum 25-jährigen Jubiläum. Ich war jetzt das 16. Mal drin. Ich gehe mal davon aus, vielleicht der ein oder andere, der hier zuschaut, war vielleicht sogar noch öfter drin gewesen. Im Kino, wohlgemerkt, in dem Titanic-Film. Ja, das wäre dann jetzt die Tüte Nummer 36 oder Tüten. Ich vermute mal, es sind wieder 2 Stück. Ich werde mich mal kurz rumdrehen und in dem Riesenberg wühlen, der sich mittlerweile hinter mir auf dem Tisch befindet, und die Tüten Nummer 36 raussuchen. Kleinen Moment. So, den ersten Bauabschnitt, den kann ich jetzt erstmal beiseite legen. Und wir wenden uns jetzt dem zweiten Bauabschnitt im Heck zu. Wie gesagt, die Tüten Nummer 36. Ja, also dieses Teil erinnert mich doch jetzt sehr stark an den Bug. Da gab es eine, ja, fast genau die gleiche Konstruktion auch zweimal. Und ich vermute, die wird jetzt hier gleich auf der nächsten Seite auch noch ein zweites Mal kommen. Das wird wohl keine große Überraschung geben. Genau.
wie man sehen kann, wir haben das Gestänge für die beiden äußeren Schrauben jetzt hier fertiggestellt. Na gut, was heißt wir? Ich natürlich. Und ich muss auch an der Stelle mal wieder sagen, ich bin fasziniert und begeistert von der Konstruktion, wie man sich das alles ausgedacht hat. Mal abgesehen hier von diesem Gestänge für die Schrauben, auch hier schon der bisherige Teil des Heckes, der Heckspitze, wenn man so will. Sich das hier auszudenken, einfach nur genial, finde ich. Und vor allem mit diesen vielen unterschiedlichen Steinen. Was mich an der Stelle mal interessieren würde, sind alle Steine, die bei der Titanic hier verwendet werden, aus dem Standardsortiment oder aus dem bisherigen Sortiment, beziehungsweise wie viele der Steine wurden explizit jetzt für die Titanic gefertigt. Falls da jemand was Genaues weiß, wäre es nett, wenn man mir das irgendwie mitteilen würde, wenn da jemand Informationen hat. Ich kenne jetzt nicht das gesamte Lego-Programm, das Steine-Programm. Es sind sehr viele, die jetzt schon hier verbaut wurden vom Typ her. Aber vielleicht gibt es ja wirklich das ein oder andere Teil, den ein oder anderen Stein, der explizit jetzt hier nur für die Titanic gefertigt wurde. Wer es weiß, gerne melden. Ja, ich habe den runden Stein hier falsch rum reingesetzt. Die Löcher sind an der falschen Stelle. Jetzt werde ich auch gleich mal hier diesen Brick Separator, dieses Werkzeug nutzen. Und das geht wirklich wunderbar, hier einen Stein zu entfernen. Und jetzt richtig rum, was die Löcher betrifft, damit man die Stange hier auch reinschieben kann. Ja, wie man sieht, jetzt ist auch hier das komplette Gestänge mit den Schrauben montiert. Wir haben hier die Antriebswelle für die mittlere Schraube dann. Das Ganze sieht von unten so aus. Wirklich sehr, sehr schön, sehr schick. Absolut geniale Konstruktion. Ja, wie man sieht, der Antrieb funktioniert für die beiden äußeren Schrauben, für die mittlere Schraube auch. Die Schraube selbst fehlt noch, aber die Antriebsstangen funktionieren, alle drei. Und aufgrund der Anzahl der Teile schätze ich mal, dass jetzt hier das Ende kommt. Noch ein Teil fehlt. Dieses Mal ist auch wieder etwas übrig. Wieder 2 Kleinstteile. Damit sind es jetzt 22. Auch die kommen in die Kleinstteile-Sammlung hier rein. Oder auch nicht. So. So, ich schaue jetzt mal hier, wie es weitergeht. Ja, der nächste Abschnitt, den werde ich auch noch bauen. Dann aber erst beim
nächsten Mal. Für heute reicht es dann erstmal wieder. Wir haben hier diesen Abschnitt und diesen Abschnitt hier gebaut. Man sieht auch hier schon die Antriebsstangen und das Ganze wird dann hier verbunden. Der Weg ist ziemlich weit von den Kolbenmaschinen, die wohl beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal dann gebaut werden, um hier hinten dann die Schrauben anzutreiben. Ja, ich schiebe das schon mal zusammen. Ja, muss man etwas ausrichten. So. Und damit haben wir schon mal die Gesamtlänge auch des dritten Teils des Hecks hier von unserer Titanic. Und jetzt werde ich mal hier das Ganze an das bereits bestehende anbauen. Ich glaube, da sieht man jetzt schon gar nicht mehr komplett. Ja, man sieht es nicht ganz. Ich glaube, ich muss mal die Kamera etwas bewegen. Ja, also hier von der Bugspitze bis nach hinten zu den Schrauben. Damit haben wir auch fast schon die Gesamtlänge. Das Heck wird ja hinten noch über die Schrauben überstehen. Also es ist noch nicht die komplette Länge. Ein bisschen fehlt da noch. Ja, aber jetzt lassen sich die Dimensionen dieser Titanic, dieser Lego Titanic, dieses Modells doch schon wunderbar darstellen. Und ich bin mal gespannt dann nächste Woche beim nächsten Termin. Da wird es dann ja vor allem interessant. Gut, Einbauabschnitt hier hinten, der wird noch ohne große Probleme laufen. Ich hoffe auch die nächsten laufen ohne Probleme, aber alle Bauabschnitte, die danach kommen, da werden dann eben die Beleuchtungseinheiten für die Bullaugen parallel mit eingebaut und damit natürlich auch die Verkabelung. Und das wird dann auf jeden Fall erstmal dann interessanter als bisher. Bisher hat es natürlich wahnsinnig Spaß gemacht, das Ganze zusammenzubauen. Und die Fummelarbeit, die wird dann wohl beim nächsten Mal starten. Ja, zum Abschluss werde ich gleich noch zusammenzählen. Die Tüten 29 und 36, wie viele Steine das es waren, und das auf meiner Tafel dann auch eintragen. Das mache ich jetzt mal. Gut, so, damit haben wir die nächsten Zahlen, die Tütennummer 29. Da sind es 215 und 36. Sind es 197. Ja, wer es schnell im Kopf ausrechnen möchte, wir hatten 1339 plus 412, dann sind wir bei 1751 Steine aktuell. Das ist noch gar nicht mal so viel von 9090, obwohl man hier schon jetzt sehr viel sieht.
aber es fehlen wohl noch sehr viele Steine, wie ich auch sehe hier auf dem Tisch hinter mir. Den werde ich das nächste Mal auch zeigen, wie voll der mittlerweile ist. Für heute möchte ich zum Ende kommen. Die Uhr zeigt 1 Stunde und knapp 24 Minuten. Ich werde sie jetzt gleich stoppen. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht oder zumindest unterhalten. Ja, beim nächsten Mal, wie gesagt, wird es dann auf jeden Fall interessanter mit der Verkabelung. Ein Teil habe ich ja schon gemacht mit der Beleuchtung der Kessel. Beim nächsten Mal werden dann die Bullaugen verkabelt. Bis dahin, alles Gute und tschüss.